It's Your Day Today und dem Team von Achenoa. Ich begrüße ganz herzlich Frau Palme, die dann die Übersetzungsaufgaben übernehmen wird, und vor allen Dingen Wolfgang Palme, denn ich darf Ihnen berichten, vorher einiges übers Haus, ich muss eine Werbeeinschaltung machen. Die Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau ist die einzige höhere Schule, auch ein besonderer Gruß an die Absolventinnen und Absolventen, die ich hier sehe. Wir haben eine Reihe machen, wo so ca. 80 Leute Platz haben, und ich glaube nach 2 oder 3 Tagen waren diese Plätze alle besetzt, und wir haben dann umdisponiert da herüber in den Festsaal, wo jetzt 180 Leute hereinpassen, und es gibt immer noch eine Warteliste an Leuten, die jetzt leider keinen Platz haben. Deshalb haben wir auch uns entschieden, das Seminar aufzuzeichnen und es dann online zu stellen. Wir schicken euch natürlich allen auch den Link dazu, wo ihr das dann nachschauen könnt, wenn ihr das möchtet. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei den Kooperationspartnern für diese Veranstaltung. Auf der einen Seite die HBLFA für Gartenbau, fast richtig. Danke, dass wir da sein dürfen, auch in diesen tollen Räumlichkeiten. Danke, Claudia. Ich freue mich auch in dieser gemeinschaftlichen Organisation der heutigen Veranstaltung, Sie, euch alle dazu begrüßen. Ich bin auch überwältigt. Der Saal ist voll und genauso soll es ja sein. Und ich frage mich nur, warum ihr alle eigentlich gekommen seid. Weil die Zukunft der Landwirtschaft, des Gemüsebaus, ist sie nicht in diesen Fußballstadien, großen beheizten Gewächshäusern, oder die Landwirtschaft, die Traktoren im Einsatz hat, die so groß wie Einfamilienhäuser sind, oder einfach, ja, jetzt redet man seit neuestem ja auch von Drohnen in der Landwirtschaft, die zum Einsatz kommen, weil man sonst die Kultur nicht mehr überblickt und nicht mehr bedarfsgerecht düngen oder versorgen kann. Ein agroindustrieller Zugang, wo uns immer gesagt wird, das ist die moderne Landwirtschaft und die einzige zukunftsfähige Variante davon. Deswegen gut, dass ihr da seid, weil ich glaube, es gibt noch eine Alternative dazu, es gibt noch eine andere Schiene. Ich möchte jetzt die Welt nicht in Gut und Böse einteilen, aber es geht wirklich darum, auch einen anderen Zugang zu suchen. Und meine Vision geht in die Richtung eines ressourcenschonenden, kleinstrukturierten, vielfältigen, ökologischen und vor allem auch konsumentennahen heimischen Gemüseanbaus. Guten Tag. My German is not good enough. The only word I really know is Prost. Ich kann nur auf Deutsch nur Prost ganz gut sagen. Das ist das Einzige. What I've learned so far. Das habe ich bis jetzt gelernt. Thank you Wolfgang, thank you everybody to be here. It is a huge honor for me to be here with Maude-Helene, my wife, my partner in the farm. Ich bin sehr froh, dass ich da sein darf. Danke an Wolfgang und alle anderen Organisatoren, dass ich hier mit meiner Frau Maude-Helene in Wien sein kann. A lot of who I am and what I want to see in the world is in this book. Ganz viel von meinen Visionen ist in diesem Buch enthalten. And when I saw how beautiful they had translated in German, als ich die wunderschöne deutsche Übersetzung gesehen habe, I for sure wanted to come here and honor the work that was done for this book. So I'm very happy with this. War ich so begeistert, dass ich mir gedacht habe, da muss ich unbedingt herkommen, wenn schon das Buch so schön ausschaut. It's the first time that I do something in simultaneous translation. Das ist das erste Mal, dass ich mit it's consecutive. Also das ist das erste Mal, dass ich mit Übersetzung arbeite. And I usually talk very fast. Normalerweise spreche ich sehr schnell. Yeah, just speak your pace, your speed. I have 200 slides to show you in 2 times 1.5 hours. Ja, zweimal 1,5 Stunden. And my intention and the goal today is to both inspire you and show you what's possible. Ich möchte Sie heute inspirieren und zeigen, was möglich ist mit diesen Bildern. I will have to make choices of what I decide to take more time and things that I need to go faster on. Und manches wird ausführlicher sein, anderes schneller abgehandelt. Yeah, so I want to know who in this room has read my work already.
Wer hat das Buch schon gelesen Okay. von den Anwesenden? Ja. My presentation is somewhat already present on YouTube, and you can visit, or it will be filmed again. But if you want to have more in depth, you can revisit the presentation. Also die Präsentation gibt es auf YouTube auch schon in ähnlicher Form, beziehungsweise wird ja heute mitgefilmt. Man kann sich also dann Sachen nachher noch einmal anschauen, anhören und noch einmal vertiefen. Okay. So, my story is one of a family farming on a small farm, less than a hectare. Also meine Geschichte ist so, wir leben auf einer Farm mit weniger als einem Hektar, ich und meine Familie. And this is you don't see Maude-Helene, who's in the Ja, back, my Maude-Helene wife, steht and my two hinten kids. und meine 2 Kinder. We've been farming this piece of land since 2004, Seit 2004 sind wir auf diesem Stück Land, dass man das sieht. making a good living farming there, Es geht uns für ein schönes Leben dort. raising our family in the countryside, Die Familie lebt am Land. building our home with our own hands, Wir haben das alles mit eigenen Händen aufgebaut. in creating the landscape Haben auch according to us, our vision, and what was in our heart. die Landschaft oder das Land, das Areal dort nach unseren Vorstellungen gestaltet. We are very blessed. If I was in the US, I would say by God to live this life. Wir sind wirklich gesegnet, wenn ich in den USA würde ich sagen, von Gott gesegnet, dass wir dieses Leben leben können. And I feel very fortunate, and that is the reason why I wrote a book, and I would like to pass this on to others so that they could also have a beautiful and meaningful life. Wirklich Like ein this. schönes, privilegiertes Leben eigentlich, das wir dort haben, und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, um andere Leute zu ermutigen, auch sowas zu wagen. My presentations and my ideas come from the heart, Kommt alles von Herzen, alles was ich schreibe, was ich weitergebe, präsentiere. and from there I put my mind to work to make this work. And that is the teaching in the book and all the things that I do. Dazwischen ist natürlich auch das Gehirn, der Kopf, der das Ganze dann zu Papier bringt oder einfach in eine lehrbare Form gießt. When we started promoting this kind of model, we talked about making $100,000 per acres, which is about half an Halber hectare. Hektar, ja. Wir haben uns zuerst gedacht, wie wir begonnen haben, $100.000 pro halben Hektar wollen wir herausholen aus dem Land. Das wollen wir verdienen damit. It was very important to talk about this right up front. Das war für uns ganz wichtig, das war eigentlich dass das der Ausgangspunkt unserer Überlegungen war. Because a lot of people from university, industry, or don't believe this, and they say this is not possible. Weil ganz viele Menschen, die vorher auf der Uni waren oder die aus der Wirtschaft kommen, sagen, also das geht wirklich nicht, das geht sich nicht aus. My main message is and will be that a farm doesn't need to be big to be profitable. Also meine Hauptbotschaft ist, ein Betrieb muss nicht groß sein, um profitabel zu sein. This is our farm in numbers, and we can take the time to visit Unser this. Betrieb in Zahlen gegossen, ja, das kann man sich alles dann auch im Internet anschauen. You see, it's 180 30-meter beds, permabeds. Yeah, see, 180 times 100, but that's feet. Also So. die ungefähr ein Hektar, 180 mal diese 30 Zentimeter breite, 30 Meter lange Beete. So Dauerbeete, erhöhte Dauerbeete sind die. This is simpler to talk about how big, because it's less than 1 hectare, the size of a soccer field, but there's 180 beds, 30 meter long. Ist vielleicht eine bessere Vorstellung von der Größe. Es ist weniger als ein Hektar, aber es sind diese 180 Beete, die alle 30 Meter lang sind und 70 Zentimeter breit. We have a CSA of more than 100 families, and we sell at 2 farmers market for 20 to 24 weeks per year. Also wir sind ein CSA-Betrieb, das heißt solidarische Landwirtschaft, wo wir 120 Mitglieder haben, die Familien, die unsere Kisten kriegen, und wir sind außerdem auf 2 Bauernmärkten noch vertreten, wo wir auch
in 20 Wochen im Jahr unsere Produkte verkaufen. Sales of the vegetables have been more than 150 for the last 8 years. In den letzten 8 Jahren haben wir jedes Jahr um $150.000 Gemüse verkauft. The farm has now, because I don't work on this farm, I've started another project, perhaps we'll have time to talk about it, but it's Maude-Helene and 3 full-time staff, 7 months out of the year. Also jetzt ist es so, dass dort, ich habe jetzt in der Zwischenzeit ein anderes Projekt, aber meine Frau ist dort Vollzeit beschäftigt und noch 3 andere zusätzliche Mitarbeiter und die sind 7 Monate im Jahr dort voll beschäftigt mit diesem kleinen Betrieb. We have 3 months off. Wir haben 3 Monate Ferien. We use no tractor. Wir haben keinen Traktor. We use not a lot of fossil fuel. Wir haben kaum Erdöl oder Produkte oder Benzinkosten, Energiekosten. This is the cost of fuel to run the tractors. Die kleinen, die Einachsschlepper brauchen ein bisschen was, ja, $260 geben wir aus für Benzin oder Diesel. And the farm generates a profit of 45%, which is our salary of Maude-Helene and I. 35% Profit oder Gewinn wirft die Farm ab, das ist 45? 45? Oh, 45%. 45% Gewinn wirft es ab. Das ist das Gehalt für meine Frau Maude-Helene und für mich. Questions? Gibt's Fragen? I know we will take questions at the end, but Ich weiß, es hat geheißen, die sollen wir erst am Schluss stellen, aber vielleicht. Because I know people will say yes, but here we can do this. It's always the Oft same. ist es so, dass sich Leute das anschauen und denken, okay, aber bei uns funktioniert das nicht. I need to show you how to do this first. You said 7 months because there is 9 months. Yeah, it's because Okay, 9 Monate oder 7? the employees are there for 7, because the first months there's not enough work Ja. for Also them. die 3 Mitarbeiter sind nur 7 Monate da, die Maude-Helene ist die 9 Monate da. We do all our seedlings. Wir at the machen die farm. Jungpflanzen selber, wir produzieren die unter Glas selbst und das kann man alleine. How long did it take you to set up the farm? That's a good Wie lange hat question. es gedauert, bis die überhaupt betriebsfähig war, der Betrieb? Die Farm? It took 2 years. It took 1 year to set up. I will. Ja. 1 year to set up. 3 years for the farm to be profitable, and 4 years to get to those numbers. Also zuerst 1 Jahr haben wir gebraucht, um das Ganze überhaupt einmal in Schwung zu bringen und das so zu gestalten, dass man darauf arbeiten kann. Weitere 3 Jahre, bis es Profit abgeworfen hat und noch 4 Jahre, um diese Zahlen zu erreichen. And if I would have had a book like this when I started, Wenn it ich would so have ein Buch saved me at gehabt least 4 hätte, years. damals, dann wäre es viel schneller gegangen natürlich. Ja. This is what we do. This Ja. is why we are market gardeners. Das ist auf Englisch, Market Gardener ist der Gemüsegärtner, da sieht man, was wir machen auf den Märkten. We sell freshly harvested vegetables Wir verkaufen ganz frisch geerntetes Gemüse. to customers that want to pay more for healthy, organic, fresh vegetables. Kunden wollen auch dafür gut bezahlen, für biologisches Gemüse und frisch erzeugtes. All of our roots are with the leaves, Alles Wurzelgemüse hat die Blätter noch dran, das Laub noch dran. and this is how we compete against big farms Und that dadurch are fully mechanized. haben wir einen Vorteil gegen größere Betriebe, die das Vollernte-Maschinen drüber gehen und da ist nichts mehr drauf natürlich. And this is how our clients know that this is fresh. Und so sehen auch die Kunden, dass es wirklich frisch ist. Die Karotten auch mit dem Laub. Gives you an idea. Okay? Nur als ein kleiner Anreiz. This is our farm in the winter. Ja, so schaut es im Winter aus. This is why we don't farm in the winter. Deswegen haben wir da auch keinen Betrieb im Winter, kein Wintergemüse. Okay? Ja. And I will show you 4 or 5 different slides here of how we've started. We knew nothing about farming when we started. Ein paar einzelne Bilder sieht man von unseren Uranfängen.
Das zum Beispiel, das vordere auch. We lived in a teepee for Wir 2 haben in einem years. Zelt gelebt, in einem Tipi, ja, 2 Jahre lang, With kids or mit, without? With kids. mit Kindern, A young 1-year-old boy mit einem, crying at night because he was cold. ja, mit einem Einjährigen, der in der Nacht gefroren hat und gebrüllt. Ja. That's why now he's at 13, very désagréable. How would you say that? Ja, unangenehm. Ja, ja. Das war schon unangenehm. This is it. Ja, da sitzt er in der Abwaschung. Sehr schön. We really started with nothing Wir haben mit nichts begonnen. on rented land, Auf einem gepachteten Land. and we were doing a little garden and selling to 30 CSA members. Wir haben and da one- ganz ein bisschen gegärtnert, haben 30 Solavi-Mitglieder gehabt. Ja. This is pre-Instagram. Ja, vor Instagram hat es solche Fotos You gegeben. see, it's half empty. Everything Ja, is wilted Es ist here. ein bisschen verwelkt, es ist nicht ganz voll, die Especially there in Kiste. front. Ja. And I like to show this because when people see my work, they see how it's. Jetzt, But we das started zeige like ich this. gerne her, weil die Leute, die zu uns kommen, sie sehen, wie es jetzt funktioniert und ich möchte die Anfänge auch zeigen, damit die nicht so frustriert. This has been one of our biggest influence when we started, and if you want, I will just tell the story and then you can. Ja, also das ist was uns sehr beeinflusst hat. We visited Was man da Cuba sieht. Wir waren in Kuba and we saw a farming model that didn't have tractors. und dort haben wir was gesehen, wie die Gärtner ohne Traktor. They're called organoponicos. Ja, Organoponico heißt And das. you would see hectares and hectares Und and zwar hectares. hektarweise. Überall of gibt es these diese fields. Kästen und ja, Yeah, everywhere on the island, no tractor. es gab keine Traktoren und das war halt dann die aus der Not eine Tugend machen. That was one of our biggest influence. When I look backward of why we did what we did, that was very important. Also für uns war das eigentlich der entscheidende Faktor, warum wir das so machen, wie wir es machen. We went to France also to Wir waren in learn Frankreich, how things were being grown there. We were looking for models. We didn't find them there. wie wird es in Frankreich gemacht, da haben wir eigentlich nichts gefunden, was wir nachmachen wollten. But we learned a lot about using different tools. Aber wir haben Geräte kennengelernt, verschiedene Maschinen. After 2 years on rented land, Nach 2 Jahren auf dem Pachtgrund we were looking for land to buy haben wir dann was gesucht, was wir kaufen können, and live the dream. haben uns den Traum wahrgemacht. We wanted a mature forest with big trees Wir wollten einen großen and a mountain Wald und and a einen river Berg und einen Fluss und and 30 hectares. 30 Hektar und so, ja. Ja, und das Geld haben wir natürlich nicht gehabt, um das zu So decken. we bought a rabbit farm. Also haben wir eine Kaninchenfarm, eine alte gekauft. La Lapinière, it was called in French La Lapinière de Saint-Armand. Ja, The- Lapinière, die Kaninchenfarm St. Nachbarn, das geheißen. It was an abandoned building Ein leerstehendes, aufgelassenes Gebäude, with 1 hectare of prairie. 1 Hektar Wiesen rundherum, Weiden, ja, sowas innen. We built the home inside Wir the haben building. unsere Wohnung hineingebaut, das Haus, wo wir You see that we are like not hippies, but we like ecology and recycled things. Ja, wir sind nicht wirklich Hippies, aber wir haben wirklich ökologisch versucht zu bauen und haben das da mit diesen PET-Flaschen, recycelten. Maude-Helene and I, we met at university studying ecology and environmental science. Wir haben uns auf der Maude-Helene und ich haben uns auf der Uni kennengelernt, wo wir Ökologie und ganzheitliche Wissenschaften studiert haben. So this is the house today. So schaut es jetzt aus innen. So we worked the fields, Wir haben took the rocks out, die Steine rausgeschmissen, das Gelände geebnet, diese ganzen Flächen dann rundherum bebaubar gemacht. There was a big excavator that came, dig the Einen drainage tiles, Großen on, Bagger haben wir gebraucht, wir haben Entwässerungsrohre unten verlegt, unterirdisch. because we knew that we didn't want to have tractors on the farm because we were adopting a permanent bed
system. Wir on haben the von farm. Anfang an gewusst, dass wir keinen Traktor wollen. Wir haben gewusst, dass wir also mit diesen Dauerbeeten, wo immer das Beet an der gleichen Stelle ist und der Fußweg auch an der gleichen, dass wir das machen wollen und haben alles vorbereitet dafür. I dug with a shovel 180 of these 30-meter long permanent Mit beds. nur einer Schaufel habe ich diese 180 Dauerbeete anfangs angelegt. But I knew I would do it Ja, only mach. once. Aber ich habe dann gewusst, einmal und nie wieder. So that is the trick here. Ja. Einmal muss ich das machen und dann eigentlich. The ist es standard getan. beds, we call them now perma beds because they're permanent. Ja, wir nennen sie Permabeete, ja, weil sie dauerhaft sind, permanent. They are 75 Also centimeters wide 75 Zentimeter sind die breit and 18 is 45 centimeters is the pathway. ja, und 45 Zentimeter ist dann der Gehweg dazwischen. All the tools that we use on the farm are standardized to 75 or half. So Der you do the Grund work dafür in ist, 2 dass halves. alle Geräte und Werkzeuge und Maschinen, die wir haben, auf diese 75 Zentimeter kalibriert sind oder die Hälfte davon und dass man das einfach passt perfekt zusammen. Appropriate tools for the scale of our farm is a big reason for the success of our project. Die passenden Werkzeuge und Maschinen und Geräte sind ein Schlüssel für den Erfolg. And I will show you these tools today. Die werden wir heute sehen. Most of them come from Elliot Coleman, Ganz viele, die meisten kommen von Elliot Coleman. who was talking in this room last year. No, 4 years ago. Der 3 vor years 4 ago Jahren da already. war, Wow. 2013, ja, in diesem Raum und auch in diesem Gelände und auch einige von den Geräten vorgeführt hat. Elliot is a friend now, and he's been my biggest influence. The first book I read in farming was his book. Also der ist jetzt ein ganz guter Freund und er war mein Hauptmentor eigentlich und er hat mich am meisten beeinflusst. And he was the first one to introduce this concept of beds of 75 centimeters Er war and the der Erste. tools that came from Europe or that they designed on his farm. Er war der Erste, der diese 75 cm breiten Beete sich ausgedacht hat und die passenden Geräte dazu, die vielfach aus Europa gekommen sind, beziehungsweise die er dann adaptiert oder neu konstruiert hat oder hat konstruieren lassen. Elliot is 79 and he's amazing. Er ist jetzt 79 und ein Wahnsinn. The next few slides I will show you why the beds are this size and not wider. Jetzt zeige ich euch, warum die Beete so schmal sind und nicht breiter. You can hop over them, and when you harvest in the crouching position, the center of the bed is at arm's reach. Man kann drüber springen oder drüber steigen und wenn man hockert vor dem Beet, kann man die Mitte noch erreichen, wenn man die Arme ausstreckt. Harvesting is half of the hours that we spend on the farm per year. Das Ernten ist die Hälfte der Arbeitszeit, die dort auf dem Betrieb geleistet wird. Deswegen ist das auch so wichtig, dass das gut geht. So to do it well and human scale is Ja, important. und auch ein menschliches Maß mit der Hand zu erreichen, das ist uns auch wichtig. 75 centimeter is also perfect for two-wheel tractors Das ist auch super für die Einachsschlepper. because all the tools that we want to use, they are available in 75 Alle die centimeters. Geräte oder Anbaugeräte, die wir verwenden wollen, gibt es in der Breite. They're also sometimes available on small compact tractors, but usually they are more expensive. Es gibt die auch für diese so kleine kompakte Aufsitztraktoren, aber für das sind die Anbaugeräte viel teurer oder das ganze Gerät ist teurer. The beds are standardized in width, but also in length. Der Standard ist nicht nur die Breite, sondern auch die Länge von den Beeten. They're all 30 meters long. Alle sind 30 Meter lang. Row covers, Ja, das Vlies, insect nets, die Insektenschutznetze, irrigation lines, die Bewässerungsschläuche, sprinklers, die Sprinkler, all the same size. alles ist gleich lang oder gleich dimensioniert. The material is versatile, you Und so need less of it. einfach flexibel einzusetzen und wir brauchen weniger davon. The bed also became a unit of measure on the farm. Das einzelne Dauerbeet ist für uns zu einer eigenen Einheit, einer Berechnungseinheit geworden auf unserem Betrieb. 40 tons per hectare
40 Tonnen pro Hektar, I have no idea what this is. kann mir das eigentlich nicht vorstellen. I know that this 8 wheelbarrows per bed is very easy for Aber me to 8 understand. Scheibtruhen pro Beet kann ich mir besser vorstellen. Das ist was ich, ja, menschlicher ist. And we know how much vegetable grows in a 30-meter bed. Wir wissen, wie viel Gemüse von einer Sorte in einem solchen 30 Meter And then we wächst. build charts to tell us which are more profitable to grow. Wir machen Tabellen, um auszurechnen, was bringt mehr Ertrag und wo schaut mehr raus. Und das geht alles mit diesen Beeten als Maß. Small is simpler sometimes. Klein ist nicht nur beautiful, small is beautiful, klein ist auch einfach. The first thing that we did was a design inspired by permaculture teaching of the farm. Als erstes haben wir einen Gartenplan entworfen, das auch von Permakulturgedanken inspirieren lassen. All the beds are grouped together in field blocks. Es gibt die Beete sind alle in Parzellen zusammengefasst. Garten heißt es da. It's a lot easier to manage 10 field blocks than 180 beds. Also 10 solche Blöcke oder Parzellen kann man besser sich vorstellen, bearbeiten, überlegen als jetzt 180 Beete. All the field blocks are surrounding the warehouse, and so we're never far from the fields. Diese ganzen Flächen sind rund um ein zentrales Gebäude angeordnet, so sind wir nie weit weg von den Gebäuden, wo dann gewaschen wird zum Beispiel. Farms, the time spent going from the washing station to the fields with the crew is a lot of downtime. Also More than you can vielen imagine. Betrieben gibt es enorme Zeitverluste, allein durch die Zeit, die man geht von den Ackerflächen zum Gebäude zurück, um das zu waschen, zum Beispiel zur Waschstation zurückzugehen. All the field blocks were also designed to be a botanical family in our crop rotation. Außerdem sind diese Parzellen einer Gemüseart zugeordnet worden, einer botanischen Art oder botanischen Familie eigentlich zugeordnet worden, um die Fruchtfolge in den Griff zu kriegen, die wir ja machen wollen und müssen. The detail of the rotation are in the book. Die Details für diese Fruchtfolge gibt es als Tabellen im Buch. But what's important is that we need a good crop rotation, and it's the one we did is designed into the layout of the fields. Also ganz wichtig, man braucht eine gute Fruchtfolge, um arbeiten zu können, und die wir da im Buch drinnen haben, die passt perfekt zu dem dazu, wie unsere Flächen angeordnet sind, was wir auch anbauen. Ja, das ist jetzt das Endergebnis, ja. 10 years and so 10 field blocks, and Also, then the das ist ein cycle is 10-Jahres-Zyklus. Wir haben 10 solche Parzellen und deswegen diesen 10-Jahres-Zyklus, wo dann wieder das Gleiche auf die erste Parzelle, also auf die Ursprungsparzelle draufkommt. The take-home message from this is that the design was done before all of this was built. Also merkt euch gut, zuerst überlegen und die Anlage planen und dann erst bauen und Garten anlegen. A big part of the success of our farm is linked to this process. Das ist die Grundursache für unseren Erfolg. I don't think in Austria or Vienna people would build houses without plans, Auch in Österreich werden sicher keine Häuser gebaut ohne einen Architektenplan but vorher. most farms are built without plans. Leider viele Landwirtschaftsbetriebe machen das so, ohne Planung. Okay? If you come to my farm, you will see how small it is. It takes 5 minutes to go Also around. wenn man bei uns, wenn Sie auf Besuch kommen, 5 Minuten nur um rundherum zu gehen, ist es wirklich winzig. Und Okay. Another reason for the success is that we do not have a tractor. ein zweiter Grund für den Erfolg ist, wir haben keinen Traktor. Because when you have a tractor, all the spacing between the crops is determined by the weeding implement. Und weil sonst die Anbaugeräte beim Traktor, die zum Jäten für die Beikrautregulierung, die bestimmen die Breite von den Reihen und brauchen auch enorm viel Platz. Carrots, potatoes, Ja. salad, Alles, radish, the Karotten, same. Salat, Kartoffeln, alles ist dimensioniert, oder die Abstände von den Reihen ist dimensioniert auf die Anbaugeräte.
The tractor determines the system. Der Traktor und die Breite der Anbaugeräte, der Reihen dort bestimmt das ganze System. On our farm, how close we can put the crops in one 75 centimeter bed determines the system. Bei uns ist ganz anders, und zwar die Überlegung ist, wie nahe zusammen kann ich dies in den 75 cm unterbringen, die Kultur, das bestimmt unsere Anbauweite. This is very important. This is the bio-intensive system. Ich nenne das biointensive Methode, It shows you ganz that wichtig. when you group your crops closer, the leaf form a canopy. Und zwar geht es darum, dass man die Kulturen so eng zusammensetzt, dass es einen geschlossenen Bestand bildet, dass die Kultur einen geschlossenen Bestand bildet. The canopy plays the function of protecting the crop against wind, Dieser geschlossene Bestand wirkt wie ein Schirm, der schützt die Kultur vor Wind oder man sieht, wie der Wind drüber streift. Ja, und but most importantly, it makes it so that there's no weed at one point because there's ab no einer gewissen Zeit sun. kann das Unkraut dazwischen nicht mehr aufkommen, weil es kein Sonnenlicht mehr kriegt. It retains the moisture. Und das Ganze hält die Feuchtigkeit im Boden. All this works only if you have really good soil structure so that the roots can go down Das Ganze as far as funktioniert aber possible. nur dann, wenn die Bodenstruktur wirklich toll ist, damit die Wurzeln nach unten wachsen können und unten das auch locker ist. Soil structure is the driving factor of the system. Bodenstruktur, das Bodenleben ist der Hauptfaktor, der das ganze System antreibt. On our farm, the idea when we started was to have the biology create the structure instead of the machine. Wir haben uns am Anfang schon dafür entschieden, wir wollen, dass die Biologie, dass das Leben den Boden, das ganze System antreibt und nicht der Traktor, nicht die Maschine. The roots tell the story, Die Wurzeln sprechen ihre eigene Sprache, sieht man da. and when organic farmers don't take care of their soil structure and they plant crops really close, it doesn't work. Wenn jetzt ein Biobauer sagt, okay, ich möchte das alles so nahe zusammensetzen, die Kulturen ganz dicht, aber sich nicht um den Boden kümmert, dann funktioniert es nicht, dann schaut es so aus wie rechts. You need really healthy soils Auch that you ganz build. gesunde Böden, um das zum Funktionieren zu bringen. The next 4 or 5 slides are pictures of what the gardens look like. Ja, jetzt sieht man ein paar Bilder von unseren Parzellen. Ja, ganz They're dicht. laughing, picking beans. I Ja. don't understand why. Pflücken der Fisolen und lachen, keine Ahnung warum. Okay. Ja, Erdkirschen. A lot of production in one 30-meter bed. Ja, also ganz viel gedeiht auf so einem 30 Meter langen Beet. Okay. This picture explains why this is more efficient in many ways. Da auf der Zeichnung sieht man, warum das System effizienter ist in verschiedener Hinsicht. We cover carrots with insect or row covers, and we have 5 rows on 75 compared to 5 rows on 2 or 3 meters. Also wir decken die Karotten mit einem Insektenschutznetz oder einem Vlies ab und wir haben dann 5 Reihen Karotten, kann man mit einer so einer Fließbahn abdecken, und wenn das die konventionellen Abstände wären, würde man 5 solche Bahnen brauchen vom Vlies. When I cover the carrots, I use 5 times less material. Ich brauche 5 mal weniger Materialien, Vlies oder Insektenschutznetze, als bei der konventionellen. And I do it 5 times faster. Und das Ganze geht auch 5-mal schneller. On our farm, everything is under row cover in the spring and in the fall. Im Frühling und im Herbst ist alles unter Vlies. You saw the picture of our winters. Man hat den Winter ja gesehen. If I needed 5 times more row covers, that is a lot more money. Es kostet auch einfach viel mehr, wenn man wenn man alle Flächen abdeckt mit dem Vlies, und das Ganze mal 5 ist natürlich ein Kostenfaktor. And this is the same for irrigation or for scouting for disease. Das Gleiche gilt für die Bewässerung oder auch für die Bestandskontrolle von Schädlingen oder Krankheiten. Everything is closer. Alles ist näher beieinander. Okay? Spacings Ja, das sind die Abstände. in inches. That's Yeah, probably that's very yeah. fun for you.
5 cm, ja. Ja, in Inches natürlich, ist eh klar. Ja. Yeah, America does that, eh? Yeah. Inches. Ja. In Canada, we work with inches and feet more than centimeters Auch in and Kanada meters. haben wir eher die Zoll und Fuß und die amerikanischen Längenmaße und Maße generell als die Zentimeter und Meter. Crops will be close, and then you harvest some of them, and then they grow more. Also wenn die Kulturen so nah beieinander sind, kann man was rausernten und die anderen haben mehr Platz. The goal is to have maximum yield per square meter. Das Ziel ist natürlich der größte Ertrag oder ein maximaler Ertrag pro Fläche. This is a picture of Elliot Ja. gave me of farms he visited when he was younger than me 40 years ago. Also das ist ein Bild aus dem Elliot, einem Buch, das hat ihm der Elliot gegeben. Das ist schon Jahrzehnte alt, wie der Elliot jünger war als der Jean-Martin jetzt. Everything that 40, Elliot 50 Jahre. has developed was taken from a farmer in France that was farming like his grandfather. Also das ist von einem Landwirt in Frankreich, der so gearbeitet hat wie sein Großvater. And so market gardening is nothing new. Das heißt, es ist eigentlich dieses kleinteilige Gemüsegärtnern ist gar nichts Neues, hat Ja. eine große Tradition in I'm Frankreich. sure that before tractors, Austria was filled with market gardens like mine. Wahrscheinlich hat es in Österreich genauso gegeben, Betriebe wie meiner, bevor die Traktoren aufgekommen sind. Before tractors and synthetic fertilizers that kill the soil. Vor den Traktoren und vor dem Kunstdünger, der den Boden ruiniert. So, insect nets Insektenschutznetze. under row cover, under hoops. You see the Ja, little metal hoops. auf Minitunneln, über Minitunneln. Most gespannt. of my friends that are mechanized Viele meiner Freunde haben mechanisierte Betriebe, don't like the nets because they Die wollen need die to Netze remove them and the hoops to weil go sie with the müssen immer tractor. die Netze wegtun, dann müssen sie die Bögen rausziehen und das ist lästig. So they usually cultivate with hoes anyway. Also ja, wir arbeiten eigentlich generell mit Hauen, mit Hacken, Pendelhacken da. But the spacings are not made to be work with hoes. They're made for tractors. Aber die andere Betriebe haben eben solche riesen Abstände, die sind nicht für so Hauen gedacht, sondern eigentlich für einen Traktor, der dann dort jätet So oder people Teig are rausstriegelt. less now, but when we started, people would argue that this cannot work, shouldn't work, blah blah blah. Also oft gibt es dann Diskussionen, Leute erklären wortreich, warum das nicht funktionieren kann, bei ihnen noch This nicht works. funktionieren wird und Yeah. so, es funktioniert aber. Been producing vegetables for 15 years this Also way. wir sind jetzt 15 Jahre im Betrieb. We Yeah. grow. Yeah. We do three things: quality, yield, Qualität, Ertrag and caliber. und size. Größe der einzelnen Produkte, das auch ist uns wichtig. And you see the leaf form the canopy, Ja, but the das root system can Sieht shoot man down. die Blätter mit dem geschlossenen Bestand, so richtig ein Dach drüber und drunter die großen Rettiche. The next few slides are examples of how we changed things because we didn't have more land. Dann gibt es jetzt ein paar Bilder, wo man sieht, wie wir uns adaptiert haben, weil der Betrieb einfach nicht größer ist und wir nicht mehr Land zur Verfügung hatten. Our biggest teacher was the land constraint. Unser größter Lehrmeister ist die beschränkte Fläche. It forced us to look at different ways to get more production than making another Wir garden. haben uns echt was überlegen müssen, wie wir mehr rausholen aus dem Boden, weil wir haben nicht einfach eine neue Parzelle eröffnen können. This is one example. We used to plant them in rows of onions and then we transplant them in clumps of 3. Die Zwiebeln haben wir zuerst in Reihen gepflanzt. It's Und 3 jetzt- times faster to transplant. Machen wir das, also wir ziehen Easier to tun die cultivate. vorkultivieren und jetzt kommen die Jungpflanzen in Dreiergruppen aufs Beet. Leaves also. Auch der Lauch. We want to have the big white plant stem. Wir wollen einen großen, langen, weißen, gebleichten Stamm. So on 75 centimeters, you need 2 rows Man braucht 2 Reihen bei to 75 leave cm. enough
space to heal with soil. Man muss es ja anhäufeln und das braucht einfach We Platz. changed the system where we bury them. Jetzt haben wir es anders, wir graben sie ein. So the size of the leek is the size of the blanched stem. Also die Größe des Lauchs, das ist das, was wichtig ist das We weiße make a hole and then we Ja. drop the Wir leeks machen into ein the Loch, wir hole. lassen die Jungpflanzen hineinfallen und dann geht's enger. And then we have 3 rows instead of 2 Jetzt on haben wir 7 drei cups. Reihen, bringen wir 3 Reihen unter statt 2. It's an example of how to get more by just changing the way we do things. Das sind nur Beispiele, wie man mehr aus der Fläche rausholen kann, indem man sich ein neues System überlegt. Okay, so the details of this are in the book. Ja, Details gibt es im Buch. Tomatoes, Paradeiser. it's a #1 crop that we sell. Eine unserer Hauptkultur. We were growing 2 smaller houses of tomatoes, Wir haben 2 kleinere Folientunnel gehabt mit Tomaten. and at one point we replaced the 2 houses with 1 big house, Jetzt haben wir stattdessen ein großes but it was the same square mit der meters. gleichen Fläche, Bodenfläche. And we hired an agronomist who taught us how to graft the tomato Dann haben plants, wir gelernt, wie man die veredelt, how to bring everything closer, wie man alles näher zusammensetzt, how to prune, wie man sie ausgrenzt, Trim. wie man sie sonst schneidet, lower and lean the plants, wie man sie runterzieht, dann die aufgeleiteten. Ja. how to do conventional greenhouse, Die konventionelle Glashaus, Like die you would konventionelle see Glashauskultur von Tomaten, but in soil. aber in der Erde drinnen, also nicht die. And our production went from X to 10X. Okay, mal 10 war der Ertrag dann. Faktor 10 höher. But we had to learn how to do this. Aber wir haben das wirklich lernen müssen, ja, von einem Landwirtschaftslehrer. These are just examples of how to do things differently if you don't have a lot of space. Also das sind Beispiele, wie man sich mit der beschränkten Fläche irgendwie zu helfen kann und And we do the same in cucumbers. mit den Gurken ist es ähnlich. So the market gardener is very professional in what he does. Jetzt so eine kleine Gemüsegärtnerei ist was Hochprofessionelles. And he sells everything directly to his Und customers. wenn man dann in der Direktvermarktung ist, hat man den 1:1 Kontakt mit dem Kunden. Without the middleman that otherwise takes Ohne percentage. Mittler dazwischen, die dann irgendwelche Honorare bekommen oder einfach was abzweigen vom Erlös. Okay? This is a picture of how I see fertility. So stelle ich mir die Bodenfruchtbarkeit vor. The driving force in the engine is the life inside the soil. Also das ist irgendwie ein Motorblock, aber der Motorblock ist eigentlich aus einem lebenden Bodensubstrat. So it's not about adding more compost or different pelleted. Es geht nicht darum, dass man jetzt mehr Kompost drauf schmeißt. It's about having soil that is very healthy and alive. Die Erde muss leben und gesund sein. Der Boden. Okay, so this I'll skip. We built the organic matter in our beds really fast. Wir haben sehr schnell organisches Material in den Boden eingearbeitet, den Boden aufgebaut auf dem Betrieb. By putting a lot of compost early on. Ganz am Anfang, Kompost. So, if you see our rotation, we put compost every other block, but only on the heavy feeders. Man sieht das auch bei unserer Fruchtfolge, bei der Tabelle. Bei den Starkzehrern kommt bei jeder zweiten Parzelle Kompost automatisch dazu. Also es gibt dieses System, wie das in den Boden reinkommt, der Kompost. The organic matter when we bought the farm was 2%, now it's 12%. Jetzt hat 2% organisches Material, hatte der Boden, wie wir es gekauft haben, jetzt hat er 12%. And it's been 12 for more than 8 years now. Und so ist es jetzt, bei den 12% ist es jetzt schon 8 Jahre lang. Okay. So I know that most agronomic people don't recommend using compost, but I do think that you need to raise the organic matter into the soil, like in a garden.
Viele Landwirtschaftswissenschaftler sagen, also Kompost ist irgendwie schlecht, aber ich finde, das gehört eigentlich wie bei einem normalen Garten einfach dazu. I would see this as a field. It's one bed, it's a field. It's Also very productive. das ist sozusagen ein Feld, ja, so eine Reihe, wo der Kompost dann drauf ist. Okay, so. And we try to make compost every year, and we're not really good at it, so we Ja. buy our compost. Wir versuchen jedes Jahr, dass wir den eigenen Kompost machen, wir schaffen es immer noch nicht gescheit und deswegen kaufen wir einen guten Kompost zu. And I can answer questions about that if Also you want. That wenn da after the Fragen break. sind, kann man nachher darüber reden. This picture is when we started, people didn't understand what we were wanting to do, and the agronomist would tell us that this was not good. Also ganz am Anfang, wie wir begonnen haben, das ist ein Bild aus dieser Zeit. But they came back 7 years later and there was Die like, Leute haben nicht verstanden, was wir da tun wollen. Ein Agrarwissenschaftler hat gesagt, na, das ist alles Blödsinn, aber jetzt in der Zwischenzeit haben die Regenwürmer gearbeitet. this is the employee of the month on the farm, Das ist der Mitarbeiter des Monats, der Regenwurm. and he is saying thank you for broad forking or passer la grelinette. Ja, und der sagt, danke, dass du mit der Bio-Grabegabel drüber gegangen bist. Grelinette, das ist so heißt der Betrieb, ja, der Grelinette Farm, und Grelinette ist das französische Wort für diese Bio-Grabegabel. So a big part of growing vegetables for market is preparing the soil. Ja, also ein großer Teil unserer Arbeit ist Bodenvorbereitung. The way we do it is in respect of the earthworms because we want to replace mechanical tillage with biological tillage. Wir kümmern uns dabei sehr viel um die Regenwürmer, ja, die sind uns ganz wichtig. Wir wollen mechanische Bodenbearbeitung durch eine biologische Bodenbearbeitung ersetzen. This is why the name of our farm is La Grelinette. Deswegen haben wir auch die Farm so genannt, den Betrieb so genannt, der die Grelinette, You plant the fork and then you open Schnell, up the schnell, ja. soil. Man sticht sie hinein, man lockert den Boden, man lüftet den Boden, But you're not turning it aber over. man dreht nicht die Bodenschichten um. And you're not disturbing the ecology of your soil. Dadurch wird die Bodenökologie nicht gestört. This is the tool that we do not use on our farm. Das ist ein Gerät, das wir auf unserem Betrieb nicht Because verwenden. when you put soil in the rototiller, you pulverize the soil into finer particles. Die Fräse zerschlägt die Schichten, die sie fräst, in ganz mini Teilchen. Ja, pulverisiert so quasi die oberen Schichten des Bodens. Der ist Das sieht kaputt. man da. Ja, der ist kaputt, der Armwurm. Ja. And the soil looks really good at first, Die Erde schaut zuerst super aus, ganz locker. but it compacts because there's no more aggregates. Aber es gibt keine Bodenaggregate, keine Krümelstruktur, keine richtige mehr. Und dadurch setzt sie sich nachher total zusammen. So we use a power harrow that has tine on a vertical shank and that mixes the soil. So, wir verwenden jetzt eine Kreiselecke und die mischt den Boden nicht. Sie rührt schon um, aber sie tut nicht die Bodenschichten, das unterste zu oberst kehren. Also es lockert den Boden, aber es gibt keine Umkehrerschichten. And we could use it only on 4 or 5 centimeters max. Und wir schauen auch, dass wir nur die obersten 4-5 cm bearbeiten damit. Okay? These tractors, everybody can use them on the farm. Ja, das ist dieser Einachsschlepper, mit dem kann jeder bei uns auf dem Betrieb arbeiten. 65% of all new young farmers are women. 65% unserer neuen Mitarbeiterinnen sind Frauen. Ja, These also tractors ja, are made die, for easy darum handling. sind die auch, diese Einachsschlepper sind auch für Frauen geeignet und auch leicht zu manövrieren. On small acreage, they replace a tractor very favorably. Und eigentlich viel besser auf einer kleinen Fläche als ein konventioneller Traktor. And you can work on your tan. You see? You know that word? Ja, da wird auch braun dabei. Okay? SKK-Arbeit, ja. Two-wheel tractors are very light. They don't compact Die sind the auch beds.
ja, leicht, die Einachsschlepper, sie verdichten den Boden nicht. And so you can go very early in the spring without compacting the soil. Dadurch kann man auch sehr früh im Frühjahr schon, im zeitigen Frühjahr schon aufs Feld raus, weil man dann mit die Erde nicht so verdichtet. All my friends, every spring they talk and they write on blogs, I can't wait to get into my fields, it needs to dry Also up. bei meinen konventionellen Landwirtsfreunden schaut es dann so aus, die schreiben sich gegenseitig auf Facebook, ja, ich will eigentlich ins Feld. I can go to Aber, yeah. But what I'm trying to say here is that viel übertrieben, aber ja. in the forums I always write, I prepared my fields 14 years ago. Und ich schreibe Ihnen dann zurück, ich habe das vor 14 Jahren erledigt, die Bodenvorbereitung. Ich brauche jetzt nicht mehr warten, bis es trocken genug ist. This is another tool in our toolbox. It's a rotary plow. Das ist der Rotationspflug, noch ein anderes Gerät, das wir verwenden. It takes the soil from the aisles and shoots it on over to the bed to reshape the beds. Der ist dazu da, dass man die Beete wieder neu in Form bringt. Der schaufelt die Erde von den Gehwegen auf das Beet drauf mit der Pflugschau. So the beds are permanent, but we reshape them every other year. Beete sind zwar als Dauerbeete konzipiert, müssen aber natürlich immer wieder neu aufgehäufelt werden, weil sie sich ja wieder zusammensetzen. How do we make beds so clean without herbicides or plows or rototillers? Geht das, dass ein Beet so ausschaut, ohne ohne Herbizide, ohne Fräse, unkrautfrei? Black plastic tarps. Große Folien aus Kunststofffolien. Under the black plastic tarps, the weeds germinate because it's dark, moist, and warm. Unter diesen Folien keimt das Unkraut, weil es ist feucht, es ist dunkel und es ist ordentlich warm. And then they die because there's no light. Und dann stirbt es ab, das Unkraut, weil es kein Licht hat. So this is called occultation in French. Es gibt ein französisches Wort Okkultation, aber auf Deutsch ist it's not a usual word in German. There's no word. And we use these tarps to cover whole field blocks. Wir geben die über ganze Parzellen drüber, über alles gleichzeitig. Getting rid of some of the weeds, but also when we remove the tarps, it's clean. Also da ist wirklich viel von dem Unkraut weg und wenn wir dann die Folien abnehmen, ist es ganz sauber. The weeds or the crop residue or debris, they're all disappeared. Darunter ist kompostiert und gleichzeitig verschwunden das Unkraut und die ganzen Ernterückstände, Pflanzenreste von der vorigen Kultur, Wurzelreste und so Zeug. This is a very important part of our system because this is how we get to prepare soil without tilling or plowing. We just target. Das ist auch ein Grundpfeiler unseres Systems. Wir brauchen nicht fräsen, wir brauchen das nicht umgraben, ja, auch keine Pestizide. It helps with the weed suppression and it feeds the earthworms because they are tricked. They think it's nighttime and they come up and they chew what's there and they bring it down, creating your soil structure while you do nothing. Ein doppelter Effekt, ja, erstens wird das Unkraut kaputt und zweitens glauben die Regenwürmer kommen ganz an die Oberfläche, weil er finster ist dort, der dunkel, sie glauben, es ist Nacht oder irgendwas und die fressen die ganzen Pflanzenrückstände, die ganz oben sind. So ist So dirty gardens, which always happens. Ja, so verunkrautete Flächen wie das gibt es natürlich immer wieder, kriegen da sofort eine Folie drauf. So this is how we prepare the beds on the farm. Werden unsere Beete vorbereitet. So we start by drinking a lot of espressos. Ja, viel. Ordentlich Kaffee, dann geht es auch wirklich so schnell. So the beds are permanent, they're tarp, the tarp is removed, boom, we have a clean slate. Die Folie kommt runter und alles ist perfekt vorbereitet. Ganz sauber. I use the plow to shape the beds. Ja, dann kommt der Rotationspflug in Einsatz, um die neu aufzuhäufeln.
wieder in Form zu bringen. Okay? And then I don't disturb the ecology of my bed because I'm using the soil from the aisles, not from the bed. Ich greife aber in die Bodenökologie nicht ein, weil ich nehme nämlich die Erde, die auf dem Fußweg war, und häufel die drauf. Also die Erde im Beet selber wird da gar nicht berührt, es wird was draufgeschüttet. To make sure that my soil is really loose, I use the broad fork. Die Grabegabel wird verwendet, um sie zu lockern, damit es wirklich auch gut locker ist in tieferen Schichten unten. And you see how easy it is to penetrate with Und the man broad sieht fork. auch, wie leicht die hineingeht. This is because the biology is Weil die Biologie und Ökologie gut in Form ist. okay. A lot of people tell me the broad fork is not a good tool for them because they can't use it. Viele Leute sagen, diese Grabegabel, die kriege ich da gar nicht hinein, die kann ich nicht verwenden. I tell them if you can't use the broad fork, you need to broad fork. Also dann sage ich, okay, wenn du es nicht reinkriegst, dann musst du sie erst recht verwenden. Okay, now I put vermicompost Jetzt kommt Wurmkompost, from my friend Alfred here. Alfred Grant He drauf, sends it to me by plane. mit dem Flugzeug geliefert. So we're adding extra fertility. Also noch ein Zuschlagstoff, der Bodenfruchtbarkeit einbringt. And last and very important, we use a tool to really prepare the bed so that they're level and firmed and really Dann well. kommt noch ein Gerät zum Einsatz, um das Ganze einzunivellieren und wirklich zu verfestigen ein bisschen und einzuebnen. So this is not a no-till system, it's a minimal Also tillage es ist system. nicht keine Bodenbearbeitung, es ist minimale Bodenbearbeitung, was wir betreiben. But it works with the biology of the soil to do what you need to do, which is prepare really nice Aber im seedbeds. Einklang eben mit der Bodenökologie arbeiten wir, um dann wirklich diese gut vorbereiteten Beete zu kriegen. So this is how we've been doing things on our farm for all these years, and we find that it's ecological, economical, and practical. So ist es, haben wir es jetzt die ganzen Jahre gemacht und wir finden, es ist ökologisch, es ist praktisch und es ist auch ökonomisch sinnvoll, wirtschaftlich sinnvoll. The power harrow can be replaced with a wheel hoe. Man kann auch statt dieser Kreiselecke da eine Radhacke verwenden. The other important part in the cropping system is the role that green manure play with their roots. Auch, was auch wichtig ist, ist Gründüngungspflanzen, die Tiefwurzler sind und das unten auflockern. When I was a young farmer, everybody was talking about green manure. Wie ich jung war, hat jeder nur von Gründüngung geredet. And most organic farmers, they will grow really nice green manure and then they will plow everything. Und viele Bierbauern haben super Gründüngung angebaut und dann haben sie alles gepflügt. And I was wondering, what about the earthworms? Und dann habe ich mir gedacht, ui, die armen Regenwürmer. So the way we go around this is, first of all, we mulch using the flail mower. Ja. Mit einem Mulchmäher. Wir machen es ganz anders. Wir gehen einmal mit dem Mulchmäher drüber und da wird ja das Schnittgut zerhackt, ja, ganz fein verschiert. And then we bury Und dann, using the soil of the aisles, shooting it onto the bed, and then we tarp the dann bed. kommt wieder der Pflug. Mit dem schaufeln wir wieder Erde von den Fußwegen auf das geschredderte Mulchmaterial drauf. Also es wird der Boden vom Beet nicht umgerührt, sondern das gerade oben drauf geht. So this is a no-till way to deal with cover So crops. ist es. So gehen wir mit den Gründüngungspflanzen um, ohne den Boden zu viel zu bearbeiten. I don't know if people understand, but the whole line here is trying to work with the ecology to have hoffe, ecology work for us. Die Botschaft ankommt, wir wollen mit der Ökologie arbeiten, wir wollen die Ökologie, die Bodenökologie für uns arbeiten lassen. The other part of the farm and its success is that we don't use expensive tools, or a lot of them.
Also ein zweiter Standbein bei uns ist, dass wir keine sehr teuren Geräte verwenden oder nicht viele teure Geräte. When we started, we bought for $40,000 of tools and equipment, pretty much. Wie to wir start. begonnen haben, haben wir um ca. $40.000 Geräte eingekauft und Ausrüstungen. Which is very digestible, can you say that? Das kann man gut verdauen, ja. So, Als Anfangsinvestition ist es noch zu schaffen. simple seeders, they Ja, work einfache very well. Sägegeräte. This is a more expensive but better seeder that we use. Das ist ein teureres Gerät, aber besser funktioniert. Ist das der Young One? All the young people or people starting farms now, I recommend using this seeder. Ich empfehle immer dieses Gerät. One question, is this the The Korean? Jang seeder Jang, from Korea. yeah. It's very, very good seeder. Yeah, I don't know if it's available here. It's available. It is, okay. Young Sägerät aus Korea, empfehle das jetzt allen Neubeginnern, weil es ist zwar viel teurer, aber auch viel besser. Als alle anderen. You drive to Germany or Italy and have a few beers there and then bring it back. Okay, aus Italien oder Deutschland ein bisschen Bier oder Wein einkaufen und ein Young-Gerät mitnehmen. Some of the tools are perhaps not that available, but the important things is to see that we use tools that are not the big ones on the big tractor. Manche gibt es vielleicht hier nicht käuflich zu erwerben, aber wichtig ist, dass man sieht, es sind kleine Geräte und es ist nicht ein Riesentrum, was hinter dem Traktor hängt. This is how we cultivate using hose, Ja, the wir fields. kultivieren mit Haut, mit Hacken, Händelhacken. Simple, very simple. Sehr einfache Geräte. Der Radhaken. That's how we do it. Every lettuce is worth $2 in our market. So Für $2, $2, $2, $2 oder €2 ungefähr verkauft man ein Salathackel. When you look at things in this way, it helps to Wenn man take sich care das of it. vorstellt, kann man auch wirklich aufpassen beim Yes. It's money. Arbeiten und sie nicht den Salat köpfen. I think in America we are very money-centered, they would say. Weil in Amerika haben wir immer die Dollarzeichen in den Augen oder die Eurozeichen und es geht alles um Geld. We succeed in keeping our fields very clean for different reasons. Wir schauen, dass die Felder immer sauber sind, unkrautfrei sind, und zwar aus verschiedenen Gründen. The biointensive that forms the canopy that shades out the weeds after a little while. Erstens einmal dieser geschlossene Bestand ist dazwischen so schattig, dass kein Unkraut aufkommt. The black plastic tarps that kill the dormant seed weeds, Die a part of schlafenden them. Unkrautsamen werden wir los mit den Abdeckungen durch die Folien. We don't use rototillers that bring back weeds from the bottom up. Wir verwenden keine Fräsen, die dann die ganz unten liegende Samen, schlaffende auch aufbefördern. We transplant everything that we can transplant so the plants have a head start on the weeds. Wir verwenden vorgezogene Jungpflanzen, wo es geht. We have tools like flame weeders for Haben auch 75 centimeter beds. Abflammgeräte, auch für 75 cm. The strategy is to use those in pre-emergence for the carrots. Also zum Beispiel vor den Karotten, bevor wir die aussäen, als Vorauflaufbehandlung, bevor wir die überhaupt mit dem Säen beginnen. We will prepare beds 10 days before we seed the carrots. 10 Tage vor dem Aussaattermin der Karotten wird das Beet so behandelt. Then we water these beds to try and trigger the growth of the weeds. Dann wird es gegossen, damit das Unkraut keimt. 10 days later we seed the carrots. Dann säen wir die Karotten nach 10 Tagen. Then carrots will take 8 to 10 days before they germinate. Und die Karotten brauchen natürlich 8 bis 10 Tage, bis sie überhaupt einmal keimen. So weeds have 20 days head start. Und das 20 Tage hat jetzt aber schon das Unkraut Zeit gehabt zum Keimen. And just before the carrots emerge, then we flame weed. Und dann kommen wir mit dem Abflammgerät unmittelbar bevor die Karotten wirklich keimen würden. We use radishes, beets, Ja. when we seed the carrots to Wir- see. Ja, als Markiersaat nehmen wir Radieschen, damit man sieht, wann es ungefähr kommen sollten. Dann It's another example of what we do.
We Wieder also use a lot of landscape fabric. ein Beispiel für unsere Wirtschaftsweise. Wir verwenden auch so das Bändchengewebe For crops that are 60 days or more in the fields. für Kulturen, die mehr als 60 Tage Standzeit am Beet haben. We also always prepare beds that will be planted prior so that we can Wir schauen immer, dass wir die Beete vor dem Aussaat- oder Pflanztermin gut vorbereiten. sometimes using clear plastic to Manchmal- help with the growth of weeds before we kill them. Manchmal verwenden wir auch durchsichtige Kunststofffolien, damit das Unkraut schneller keimt und wir es dann killen können. All of this done on less than a hectare. Alles auf weniger als einem Hektar. Okay? This is picture of how we are very early in the spring with our crops. Im zeitigen Frühjahr aus. We will raise our beds higher in the fall. Im Herbst werden die Beete noch extra angehäufelt, damit sie noch höher sind. Then we put clear plastic. Dann kommt eine durchsichtige Folie drauf. These are old plastic from the greenhouses that we change every 4 or 5 years. Alte Folien vom Folientunnel, die ausgetauscht worden sind, die nehmen wir dann noch für die Felder. Again, everything is 30 meters, so everything Alles is. 30 Meter lang. Okay. I put the clear plastic and then it triggers the weeds to grow in the fall because it's very hot. Dadurch ist es auch im Herbst noch ziemlich heiß drunter, das Unkraut keimt im Herbst. Then we will kill those weeds with black plastic over the clear Dann plastic. kommt eine schwarze Folie über die durchsichtige Folie und das Unkraut ist kaputt. The absence of light will kill those Ja, weeds. dadurch, dass es kein Licht mehr hat. The black plastic will stay there for the winter, and in the spring it will help to melt the snow. Die schwarze Folie bleibt den ganzen Winter drauf und im Frühling taut drauf dann der Schnee schneller auf, weil das Schwarze die Wärme sammelt. Then I remove the black plastic and I have clear plastic that is warming up the beds. Dann kommt die schwarze Folie runter, die durchsichtige Folie erwärmt die drunterliegenden Beete. When I remove the clear plastic, I have soil that is very hot, has no weeds, and is dry. Und dann haben wir drunter eine Erde im zeitigen Frühjahr, die ist warm, aufgewärmt, locker, unkrautfrei und trocken. Then I can seed really early and then put Kann man covers and sehr covers. früh aussehen und dann kann man den Vlies drüber geben und aussehen. These are other tools that we use on the farm that are really helpful. Noch This mehr? is a salad mix. Hilfreiche Geräte, die wir verwenden, das ist ein Salaternter, Schnellernter, für Asiasalate da in dem Fall. A lot of the things that we want to do on the farm is to save time. Ganz vieles geht es darum, dass man einfach Zeit spart. Okay, time is the limiting factor on the farm. Zeit ist immer der limitierende Faktor Mm. am Betrieb. We also work from 8 to 5. Wir arbeiten von 8 bis 5 jeden Tag And we learned that it was the best thing to do this because it saves time. und das haben wir auch lernen müssen. Das ist ganz wichtig, weil das spart We Zeit. used to work longer hours, Am Anfang haben wir länger gearbeitet pro and Tag. then we would not see our children as they were. Dann haben wir gemerkt, die Kinder wachsen und wir merken es gar nicht. And then we decided at 5 o'clock we would stop the day. Dann haben wir beschlossen, okay, um 5 ist Schluss mit der Arbeit. And just like magic, we got more done in less time because of that. Dann haben wir eigentlich in kürzerer Zeit mehr erledigt. I recommend you try this. Also bitte versucht das auch. Forces you to prioritize better. Ja, und man setzt andere Prioritäten. Und Perhaps not the first year when you need to build your greenhouse and blah blah blah. vielleicht But geht das im ersten Jahr noch nicht, wenn man einen Betrieb erst aufbaut und alles neu einrichten muss, aber später dann. then adapting tools and technique that speed up your operation is how you get better quality of life in the end. Und auch indem man Geräte adaptiert oder einfach Sachen schneller erledigt, sich Dinge überlegt, wie das schneller geht, dann ist eine enorme Lebensqualität damit verbunden. This tool is an example of how you can save a lot of time. Das ist auch so ein Zeitspargerät.
Ja. Papier, Setzmaschine. This is called the Körperpot transplanter. Ja, ein Papier-Jungpflanzensetzmaschine. So. No fossil fuel Kein, and very fast. kein Erdöl und super schnell. Ja. Kein handbetrieben. Faster than a mechanical transplanter, two people sitting on a tractor. Und viel schneller als jetzt zwei Personen, die auf einem Traktor sitzen und das auspflanzen würden. This is what I call appropriate technology for small-scale Eine organic farming. passende Technik für kleine Betriebe. Unfortunately, in Canada, we cannot use those papers because they have acetone in the glue. Leider können wir in Kanada diese Maschine nicht verwenden für den Biobetrieb, weil Aceton, Kleber in dem Papier verarbeitet ist. But I'm hopeful that some company will make organic papers. Ich hoffe, es wird sich eine Firma drüber trauen, das mit ökologisch vertretbaren Ersatzmaterialien zu konstruieren. Okay. This is how this works. You have Geht papers. das? Das sind so Papier, Waben. So you fill this with soil and then you have your plug. Substrat hinein. Okay? Very simple stuff. So eigentlich wie eine Multitopfplatte und sehr, sehr, sehr einfach. How are we doing with time? Ja, Zeit. Okay. Maybe we can make questions.